Herzlich willkommen zu der Mikrolerneinheit Gelingende Kommunikation im Team. Um was geht es in diesem Video überhaupt? Hier lernen Sie, was Kommunikation eigentlich ist und wie man diese definieren kann. Außerdem stellen wir Ihnen das 4-Ohren-Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun anhand einer Beispielsituation vor und geben Tipps zur besseren Kommunikation. Dabei besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr erlerntes Wissen direkt an weiteren Beispielen anwenden. Darüber hinaus können Sie sich aneignen, wie das Kommunizieren in unterschiedlich großen Teams erfolgt und was es dabei zu beachten gibt. Sie werden nach diesem Video Kommunikation als ein vielschichtiges Konzept verstehen, das Modell von Schulz von Thun anwenden, Interaktionen und KommunikationspartnerInnen besser nachvollziehen und demnach besser im Team und in Ihrem Projekt arbeiten können. Was ist eigentlich Kommunikation? Es gibt viele verschiedene Auffassungen davon, was Kommunikation überhaupt ist. Wir konzentrieren uns in dieser Lerneinheit auf die alltägliche Kommunikation, vor allem im Team, verbunden mit dem Austausch von Informationen. Im Folgenden werden wir unter anderem vom 4-Ohren-Modell von Schulz von Thun ausgehen. Dabei ist Kommunikation der Austausch und die Vermittlung von Nachrichten zwischen SenderInnen und EmpfängerInnen. Interaktion dagegen ist durch einen beidseitigen Austausch von Informationen gekennzeichnet. Eines der 5 Axiome von Watzlawick besagt, dass jede Kommunikation entweder komplementär oder symmetrisch ist. Das heißt, dass sich, je nachdem, welche Beziehungen die miteinander interagierenden Personen zueinander haben, beispielsweise Teamleiterin und Teammitglied, die Art der Kommunikationsweise ändert. Ein weiteres Axiom lautet, man kann nicht kommunizieren. Eine Person, die in der Bahn sitzt und nichts sagt, sondern auf den Boden schaut, signalisiert, dass sie nicht reden möchte. Es gibt also auch nonverbale Kommunikation, die durch wahrnehmbare Signale beeinflusst wird. Dazu zählen unter anderem die Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung oder auch die Distanz zu anderen Personen. Aber es ist nicht nur ausschlaggebend, wie wir uns verhalten oder was wir sagen, sondern wie wir etwas sagen. Dabei sind die paraverbalen Aspekte wie die Betonung, der Tonfall und die Artikulation von erheblicher Wichtigkeit. Da Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen haben, können diese ganzen non- und paraverbalen Signale sowie auch das Ausgesprochene von anderen missverstanden werden. Kommunikation ist also nicht eindeutig und Missverständnisse treten somit schnell auf, wodurch eine gute Zusammenarbeit auch im Team erschwert werden kann. Kommunikation spielt sich nämlich auch nicht nur auf der reinen Sach- bzw. Informationsebene ab. Sie ist vielschichtig und lässt sich in verschiedene Ebenen unterteilen. Dazu später mehr. Wie bereits erwähnt, basiert diese Lerneinheit unter anderem auf dem 4-Ohren-Modell. Warum wurde genau dieses Modell gewählt? Das Modell zeigt anschaulich, dass Kommunikation eben nicht nur aus Senden und Empfangen besteht und verdeutlicht, über welche verschiedenen Ebenen 2 Personen miteinander kommunizieren können. Die Vielschichtigkeit der Kommunikation kommt in diesem Modell besonders gut zur Geltung. Es ist demnach auch für Sie hilfreich, um beispielsweise im Projekt mit anderen KommilitonInnen bestmöglich kommunizieren zu können. Sie erlernen, wie unterschiedlich Nachrichten gesendet und aufgenommen werden können und wie Sie Ihre Mitmenschen besser verstehen und Äußerungen nachvollziehen können. Das Modell zeigt 2 Personen. Links die Senderin bzw. den Sender mit 4 Mündern. Rechts die Empfängerin bzw. den Empfänger mit 4 Ohren. In der Mitte erkennt man die 4 Ebenen. Die Sachebene, die Selbstkundgabe, den Appell und die Beziehungsebene. Die sendende Person sendet eine Nachricht bzw. kommuniziert meist auf allen 4 Ebenen. Die empfangene Person erhält die Nachricht auch auf allen 4 Ebenen. Jedoch ist meist eine Ebene je nach Persönlichkeit stärker ausgeprägt als die anderen. Anhand dieser Beispielsituation für eine Überbringung einer Nachricht aus dem Alltag möchten wir Ihnen das Kommunikationsmodell veranschaulicht erklären. Eine Frau sitzt am Steuer eines Autos. Ein Mann ist ihr Beifahrer. Der Mann, also der Sender, sagt:
Du, da vorne ist grün. Die Frau, also die Empfängerin, erwidert darauf: Fährst du oder fahre ich? Im ersten Moment scheint die Aussage des Mannes ausschließlich sachlich gemeint zu sein. Schaut man sich die Situation jedoch genauer an, ist erkennbar, dass auch diese Aussage vielschichtig ist und auf mehreren Kommunikationsebenen verstanden werden kann. Diese Ebenen werden Sie im Folgenden genauer kennenlernen. Wir widmen uns zunächst der Sachebene. Der Fokus liegt dabei auf dem sachlichen Inhalt einer Nachricht. Also worüber die sendende Person informiert. In der Beispielsituation lautet die sachliche Nachricht des Senders: Die Ampel ist grün. Kommen wir nun zur Ebene der Selbstkundgabe. Bei jeder Nachricht werden auch Informationen zur Senderin und zum Sender preisgegeben. Im Beispiel lautet diese wahrscheinlich: Ich hab's eilig. Der Mann gibt also preis, dass er es eilig hat. Er würde vermutlich schneller fahren, damit beide es noch über grün schaffen. Außerdem weiß man nun über ihn, dass er deutschsprachig, fahrtüchtig und aufmerksam ist. Als nächstes befassen wir uns mit der Appellseite. Fast alle Nachrichten sollen auf die empfangene Person Einfluss nehmen. Es geht darum, wozu eine Senderin oder ein Sender eine Empfängerin, einen Empfänger veranlassen möchte. Sie dienen also auch manchmal dazu, die empfangende Person Dinge tun zu lassen, zu denken, zu fühlen oder eben auch nicht. Im Beispiel könnte der Appell des Mannes lauten: Gib ein bisschen Gas, dann schaffen wir es vielleicht noch über grün. Zuletzt widmen wir uns der Beziehungsebene. Diese ist die sensibelste Seite. Durch die Formulierung oder den Tonfall fühlt sich die Empfängerin, der Empfänger oft auf bestimmte Art behandelt. Die sendende Person sagt auf dieser Ebene aus, was er oder sie von der empfangenen Person hält oder wie sie zueinander stehen. Im Beispiel könnte der Mann auf dieser Ebene ausdrücken: Du brauchst meine Hilfestellung. Er traut der Frau wahrscheinlich nicht zu, ohne seine Hilfe das Auto zu fahren. Er stellt sich über sie, indem er sie bevormundet. Auf die Aussage des Mannes erwidert die Frau: Fährst du oder fahre ich? Ihre Antwort ist nicht bezogen auf den Sachinhalt, dass die Ampel grün ist, denn dem stimmt sie höchstwahrscheinlich zu, sondern auf die Beziehungsbotschaft. Sie weist somit die Bevormundung des Mannes zurück. Ein weiteres Beispiel, um die 4 Ebenen des Modells zu erklären, könnte die Situation zwischen 2 KollegInnen in einem Büro sein. Die Frau fragt den Mann: Ist noch Kaffee da? Das ist an sich eine sachliche Frage und kann auch genauso von dem Mann aufgefasst werden. Wie würden Sie jedoch die anderen 3 Ebenen der Selbstkundgabe, des Appells und der Beziehung aus der Sicht einer Empfängerin, eines Empfängers interpretieren? Pausieren Sie gern dieses Video, nehmen Sie sich Stift und Zettel zur Hand und schreiben Sie Ihre Gedanken dazu auf. Danach schauen wir uns gemeinsam eine mögliche Interpretation an. Auf der Ebene der Selbstkundgabe könnte der Mann aus der Nachricht der Frau hören: Meine Kollegin möchte gerne Kaffee trinken. Auf der Appellseite wäre eine mögliche Auffassung seitens des Mannes: Sie will, dass ich Kaffee koche. Immer muss ich frischen Kaffee kochen. Könnte der Mann auf der Beziehungsebene aus der Nachricht heraushören. Wie Sie merken, können Botschaften der sendenden Person manchmal ganz anders als gemeint bei der empfangenen Person ankommen. Wir beschäftigen uns nun mit der Frage, wie sich verschieden starke Ausprägungen der Ebenen bei EmpfängerInnen äußern. Wenn bei der Empfängerin, dem Empfänger, die Sachebene am stärksten ausgeprägt ist, kann es sein, dass Konflikte eher sachlich diskutiert werden und beispielsweise Beziehungskonflikte gar nicht wahrgenommen und damit geklärt werden können. Ist die Ebene der Selbstkundgabe am ausgeprägtesten, ist davon auszugehen, dass die Empfängerin, der Empfänger, in der Lage ist, sich gut in das Gegenüber hineinzuversetzen und zu verstehen. Wenn eine empfangende Person häufig etwas auf der Appellebene auffasst, möchte diese oft anderen Menschen Dinge recht machen. Werden Nachrichten dagegen eher auf der Beziehungsebene aufgenommen, dann können sachliche Nachrichten schnell in emotionalen Diskussionen enden, da das Gesendete persönlich genommen wird. Nun sind Sie noch einmal dran. Überlegen Sie mal. Gibt es eine Auffassungsebene, die bei Ihnen als Empfängerin besonders stark ausgeprägt ist?
Fallen Ihnen verschiedene Situationen ein, in denen Sie Nachrichten auf unterschiedlichen Ebenen aufgenommen haben? Sie können das Video wieder pausieren und sich etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Durch das Senden von Botschaften sowie auch das unterschiedliche Auffassen von Nachrichten können Missverständnisse und Konflikte entstehen. Was können SenderInnen und EmpfängerInnen tun, um dagegen vorzugehen? Als SenderInnen sollten Sie sich über die Nachrichten, die Sie äußern, Klarheit verschaffen und sich überlegen, was genau bei dem Gegenüber ankommen soll. So können zweideutige Botschaften vermieden werden. Es besteht die Möglichkeit mitzuteilen, dass die eigene Aussage noch nicht vollständig überdacht ist. Äußerungen wie Ich bin mir nicht ganz sicher. oder Ich kann das jetzt gerade wirklich nicht entscheiden. sind dabei hilfreich. Als Empfängerin ist es ebenfalls wichtig, für eigene innere Klarheit zu sorgen. Versuchen Sie, das Empfangene und die daraus entstandenen Gefühle und Gedanken zu trennen. Bei Unstimmigkeiten können Sie auch bewusst nachfragen, wie das Gesendete gemeint war. Verstehe ich das richtig, das? In der Theorie sind die 4 Ebenen im Modell klar abgegrenzt. In der Praxis dagegen vermischen sich die Ebenen oft. Daher ist es nützlich, die Ebenen zu kennen und in Gesprächen im Hinterkopf zu behalten. Kommen wir zu einem letzten Gesprächsbeispiel. Die 2 Studentinnen, Laura und Anna, arbeiten an einem Projekt. Laura schreibt dafür gerade noch an einem Text. Und Anna sagt, Der Text muss bis Mittwoch fertig sein. Laura erwidert, Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. nun sind Sie wieder gefragt. Was ist hier passiert? Wie sind die verschiedenen Ebenen aus der Sichtweise der Senderin Anna zu interpretieren und auf welcher Ebene hat Laura Annas Nachricht aufgefasst? Nehmen Sie sich auch hier wieder kurz Zeit, um darüber nachzudenken und um Ihre Gedanken dazu aufzuschreiben. Wenn Sie fertig sind, zeigen wir Ihnen wieder eine mögliche Interpretation. Anna hat auf der Sachebene ausgesagt, dass der Text bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein soll. Auf der Ebene der Selbstkundgabe womöglich: Mir ist Pünktlichkeit sehr wichtig und ich möchte die Deadline auf keinen Fall verpassen. Auf der Appellseite könnte sie gemeint haben: Laura sollte schneller arbeiten. Die Beziehungsbotschaft dagegen könnte von Annas Seite lauten: Immer bist du spät dran. Laura hat Annas Nachricht vermutlich auf der Beziehungsebene aufgefasst. Sie könnte dementsprechend gehört haben: Immer bist du zu spät dran. Laura fühlt sich angegriffen und nimmt die Aussage persönlich. Das könnte daran liegen, dass es bereits Spannungen zwischen den beiden gab, welche noch nicht behoben wurden. Fallen Ihnen noch mehr Beispiele ein, in denen Nachrichten von Ihnen oder anderen Menschen anders als gemeint aufgefasst wurden? Denken Sie gerne einmal darüber nach. Nun noch ein kleiner Exkurs zu den Kommunikationspfaden. Je mehr Menschen in einem Team zusammenarbeiten, desto mehr Kommunikationspfade gibt es. Das bedeutet, arbeiten 2 Personen zusammen, gibt es zwischen ihnen genau einen Kommunikationspfad. Bei 5 Personen im Team sind es schon 10 Kommunikationspfade und bei 10 Personen bereits 45. Diese Zahl steigt exponentiell. Jeder Pfad stellt dabei eine unterschiedliche Abhängigkeit zu den Teammitgliedern dar. Beispielsweise in Form von Informationsweitergabe oder der gemeinsamen Arbeit an einem Teil des Projekts. Je größer das Team ist, desto mehr ExpertInnenwissen und Erfahrungen können genutzt werden, um ein Projekt mit vielfältigen Ideen umzusetzen. Komplexe Vorhaben können mit mehreren Personen schnell und effizient erarbeitet und finalisiert werden. Mehr Personen, die an einem Projekt zusammenarbeiten, heißt, dass es immer schwieriger wird, alle Personen über die Neuigkeiten zu informieren und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet auch, dass es schneller zu Missverständnissen und Konflikten kommen kann, da viele unterschiedliche Personen mit verschiedenen Ansichten und Meinungen zusammenarbeiten und sich absprechen müssen. Wir sind nun am Ende dieser Lerneinheit angekommen. Sie haben gelernt, was Kommunikation eigentlich ist und wie vielschichtig diese sein kann.
Außerdem konnten sie Wissen über das Vier-Ohren-Modell erlangen und sind in der Lage, dieses nun auf verschiedene Beispiele und das Arbeiten im Team anzuwenden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei, Äußerungen oder Antworten Ihrer GesprächspartnerInnen besser nachzuvollziehen und Ihr erlerntes Wissen in Ihrem Alltag einzubauen. In dieser Einheit sind unter anderem die Begriffe Missverständnisse und Konflikte gefallen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie diese Begriffe zu unterscheiden sind, wie solche Spannungen in Interaktion überhaupt entstehen und wie Sie diese vorbeugen können, klicken Sie sich gerne durch die nächste Lerneinheit.